Guten Morgen und willkommen. Heute ich möchte über die italienische Mode reden. Also ich bin 100% Italienerin und ich glaube, ich kann was darüber sagen, weil ich Italienerin bin. Als Italiener, wir denken, dass die Deutschen ein paar Fehler machen. Ich glaube, die sind nicht Fehler, sondern sind Gewohnheiten. Also ist man an was anderes gewohnt. Und es ist nicht besser und es ist nicht schlimmer, aber es sind Unterschiede. Und wenn man wie ein Italiener anziehen will, muss sowas wissen und dann da kann versuchen, was anderes zu machen. Ich will euch zeigen, was wir machen. Und es bedeutet nicht, dass ihr das machen sollt oder das, was wir machen, ist besser als was ihr macht. Also das erste Sache, das ist überall bekannt, wenn die Touristen nach Italien kommen, sie ziehen diese Sandalen an mit den Socken. Das ist in Italien nicht erlaubt. Ich meine, das wollen die Italiener nicht sehen. Es sieht ganz komisch aus und ich habe eigentlich verstanden, also als ich in Deutschland gewohnt habe, ich habe so verstanden, dass die Deutschen ziehen immer an, so was praktisch ist. Und ich kann das verstehen, also wenn man muss sehr viel laufen, es ist praktischer, weil das tut nicht weh mit den Socken. Was Italiener denken, ist, dass die Deutschen sowas machen, weil die nicht wissen, ob das heiß oder kalt ist. Und dass die Deutschen sowas benutzen, weil die nicht sicher sind. Also, und was wir sagen ist, dass wenn es kalt ist, zieht man die geschlossenen Schuhe. Und wenn es heiß ist, kann man nur die Sandalen anhaben. Ich weiß, die Gründe sind unterschiedlicher, aber das sieht nicht gut aus in Italien. Eine andere Sache, die ich bemerkt habe, in Deutschland ganz viele Leute ziehen so ein Hemd oder ein T-Shirt und dann die Hose mit so eine ähnliche Dekoration. So wie meine Bluse hat diese viereckige Dekoration. Und bei den Deutschen sehe ich sehr oft so eine schwarze Bluse mit diese viereckige Figuren und dann die Hose auch mit viereckiger in einer anderen Farbe. Also ich habe diese in schwarz und vielleicht meine Hose mit gelber oder also die gleiche Fantasie, aber mit unterschiedlichen Farben. Das machen wir in Italien nicht. Also wenn wir so eine Bluse haben, die Hose oder der Rock hat nur eine Farbe. Das geht gleich mit den anderen Fantasien, also mit Pünktchen, mit Streifen. Wenn wir sowas mit Streifen, dann die Hose mit den gleichen Farben, aber nur eine Farbe und nicht so eine Fantasie. Wir tragen nicht so viel die Socken. Also wenn man diese offenen Schuhe trägt, geht man ohne Socken. Und wir benutzen diese, die man nicht sehen kann, also diese Hautfarbsocken. Das sind die einzigen Socken, die erlaubt sind in der italienischen Mode. Und die tragen wir aber nicht mit den Sandalen. Also wenn man Sandalen anhat, es tut mir leid, aber keine Socke. Noch eine Sache. Ich habe viele Kinder, aber auch Erwachsene bemerkt, dass sie so einen Rock mit den Hosen tragen. Das werden wir nicht machen, weil wir denken, hat man entweder einen Rock oder die Hose an. Ich weiß, warum ihr sowas macht. Das hat mir ein Mädchen erklärt. Und ich hatte so diese Rocke und sie hat bemerkt, dass ich keine Hose unter hatte. Und sie hat mir gesagt, nee, das ist nicht praktisch. Ich kann nicht klettern, weil dann sieht man meine Unterhose. Und ja, stimmt, das machen wir aber nicht. Und wir tragen keinen Rock, wenn wir klettern wollen. Das sieht ganz komisch aus und kein Italiener würde sowas machen. Die Mode ist auch in Italien sehr unterschiedlich. Aus dem Norden ist ganz anders als im Süden. Wo ich wohne, ist im Winter ganz kalt. Also ich trage diese Wollstrümpfe. Und ich bin nach Verona mit dieser Strümpfen gegangen und alle die Menschen haben mir angeschaut, als ich verrückt war. Und ich glaube, das ist in Verona auch schon nicht erlaubt. Bei uns ist es schon okay, aber in Verona sieht es schon komisch aus. Und es ist eine Freundin von mir passiert. Ich komme aus Trentino und wir wohnen auf die Alpen. Und bei uns, die Leute denken, dass wir haben nur Berge. Sie haben diese Freundin gefragt, ob wir immer mit dieser Schuhe, dass man zum Baden benutzt, in der Stadt laufen. Das machen wir nicht.
Ich glaube, ich habe über die italienische Mode schon viel gesprochen und ob ihr noch Fragen habt, bitte macht das hier in den Kommentaren und ich versuche das zu erklären. Oder habt ihr was Komisches in Italien gesehen und wollt ihr verstehen, warum die Leute sowas macht? Oder habt ihr etwas anderes gesehen, verbunden mit italienischer Mode? Dann fragt ihr das hier in den Kommentaren und ich werde versuchen, alle zu beantworten. Wenn das interessant war, ich habe immer die Möglichkeit hier zu subscribe und sehen wir uns das nächste Mal. Tschüss!